Servus zusammen, es ist wieder soweit. ODR Season 2023 ist um die Ecke. Das Wochenende soll kalt werden, ein paar Nächte mit -7, -8 Grad. Ob das für mich reichen wird, weiß ich nicht, aber ich denke auf jeden Fall für meine Kinder. Ich habe schon ein paar Sachen hier rausgetan, werde gleich aufbauen. Ich habe nicht so viel geändert im Vergleich zur letzten Saison, aber ein Kleinigkeiten habe ich schon gemacht, damit die Fläche ein bisschen besser wird, ein bisschen schneller friert. Legen wir los, bauen wir auf. So, das erste, was ihr hoffentlich hinter mir sehen könnt, ist, dass mein Platz deutlich ebener ist. Vielen Dank an meinen Gärtner, der Armin, der gekommen ist, alles ein bisschen planiert hat, weil letztes Jahr habe ich wirklich 15 cm Gefälle gehabt. Das ist wirklich nicht einfach, hat es geklappt, aber optimal war es auf keinen Fall. Perfekt gerade, wie beim Eismeister Gott Olli mit Laser ausgemessen, alles ist es nicht, aber ich denke, es wird mir wirklich helfen, zumindest die Fläche schneller aufzubauen. Der Untergrund ist hart und ich werde Styroporplatten unter die komplette Fläche legen, damit es hoffentlich noch schneller friert. Okay, also letztes Jahr habe ich Styropor unter die ganz tiefen Stelle der Fläche gelegt, einfach um den Boden etwas da höher zu machen. Habe gemerkt, klar, es isoliert von der Erdwärme, habe gemerkt, dass da das Eis schneller gefroren ist und auch deutlich besser war, als wo keine Styropor gab. Deswegen will ich es überall jetzt hinlegen. Zumal, man sieht hier, dieses Styropor habe ich letztes Jahr immer oben drauf gehabt an warmen Tagen, hat gut isoliert, aber von Qualität her. Und ich habe auch mit ein paar anderen ODR-Bauer geschrieben, letztes Jahr, keine Ahnung, der Styropor war nicht gut, total brüchig, richtig leicht auseinanderzureißen. Ich habe Styropor überall um die Nachbarschaft gehabt, Gott sei Dank sehr, sehr freundliche Nachbarn, denen hat es nicht so viel ausgemacht, aber trotzdem will ich es dieses Jahr nicht haben. Das Styropor ist von vor ein paar Jahren, es ist deutlich stabiler. Ist schon auch ein Jahr alt, aber ist deutlich weniger weggebrochen. Die möchte ich gern für oben drauf benutzen, beziehungsweise mehr davon bestellen. Und diesen Zeug hier, die gar nicht gut zum oben drauflegen ist, werde ich dieses Jahr drunter tun. Ich wusste nicht, dass es solche Unterschiede in die Qualität von Tackerrollen gibt. Die war vom Uponor übrigens und das ist vom Kermi. Weiß ich nicht, ob die Marken unterschiedlich gut oder schlecht sind, aber ja, hätte ich nicht gedacht. Letztes Jahr war es suboptimal, deshalb kommt das hier großenteils drunter. Okay, also ich habe schon gleich einen absoluten Rookie-Mistake begangen. Das Styropor habe ich seit ein paar Tagen draußen, habe alles ein bisschen vorbereitet. Natürlich will man nicht, dass das Styropor wegfliegt, falls es windig wird. Deswegen habe ich das runtergewichtet mit Betonklotze. Nicht so klug, die Betonklotze drauf zu lassen, wenn es über Nacht gefroren hat, weil jetzt habe ich Betonklotz, die ich gar nicht entfernen kann. Ich versuche dabei, das ein bisschen mit heißem Wasser zu lösen. Ja, wie gesagt, man macht immer Fehler. Das ist ein ziemlicher Rookie-Mistake, aber ja, das werde ich schon mal lösen und wird mein Styropor dann erstmals befreien. So, ein Teil. Wie ihr seht, habe ich hinten den Dachboden gelagert. Ich mache das selbstverständlich, während meine Frau auf der Arbeit ist. Ich möchte noch heute Abend am Leben sein. Den ganzen Sauerei muss ich putzen. Also einiges, was ich hier am Styropor lagern könnte, die nicht so viel Platz weggenommen hat, habe ich hier gelagert. Und das muss jetzt alles runter. Jetzt muss ich irgendwie nur noch hier durch. Und einen weiteren wichtigen Hinweis, sowas soll man keinesfalls machen an Tagen, wo es windig ist, sonst hat man Styropor überall um die Nachbarschaft. Jetzt habe ich gesehen, ein bisschen von meinem Styropor hier drüben ist echt im Eimer. Es kann sein, dass ich das abschneide. Der ist echt kaputt. Brauche noch ein bisschen, aber es wird schon.
So, ich bin jetzt mit den Tackerrollen fertig. Ich glaube, es sieht ganz ordentlich aus. Ich meine, ich versuche jetzt nicht hier die SAP-Arena aufzubauen. Ein paar kleine Lücken sind drin. Die Teile, die im schlechten Zustand waren, habe ich weggeschnitten und werde ich dann entsorgen. Jetzt gilt es einfach, die Rohren zusammenzuschrauben. Bohrmaschine habe ich bereit. Das dauert meistens nicht lang, überhaupt nicht lang. Das ist der Vorteil an den KG-Rohren. Und dann Plane drauf, Wasser rein. Also auf geht's. Rohren zusammenschrauben. Hier. Vielleicht ist immer das Schwierigste. Passt nicht immer perfekt. Aber schauen wir mal. Hinten ein bisschen stabilisiert. Da hilft es wirklich, jemanden da zu haben, der dir dabei hilft. Ich glaube, es müsste drin sein. Weit genug, ich hoffe es. Sonst habe ich vielleicht später ein Problem, nicht unbedingt. Aber ab und zu mal löst sich die Ecke. Und das ist nicht gut, wenn Wasser reinfüllt. Aber ich sehe hier unten, habe ich die Rohre von unten. Von daher müsste es klappen. Let's go. Geschafft. Jetzt gilt nur noch die Plane drauf zu legen. Vielleicht hier das ein bisschen justieren, in genaue Position, wo ich es haben möchte. Und Wasser rein. Also, eins habe ich vergessen. Alles zusammengeschraubt, aber ich mag schon die Verbindungsstücke ein bisschen absichern. Ist vielleicht dieses Jahr nicht ganz so notwendig, weil die Fläche viel ebener ist. Also das Wasser drückt sich gleichmäßig auf die Banden aus. Vielleicht so letztes Jahr, aber trotzdem auf Nummer sicher gehen. Und man sieht hier ist leider eine Ecke, der doch ein bisschen zu tief ist, habe ich mir schon mal gedacht. Es ist deutlich ebener wie letztes Jahr. Diese Ecke ist ein bisschen tiefer. Der Rest sieht eigentlich ganz schön gut aus. Also Zeit, die Plane drauf zu tun, ist deutlich einfacher, wenn man eine Hilfe dabei hat. Habe ich leider jetzt nicht und möchte nicht warten, bis meine Frau daheim ist. Also werde ich selber ausrollen. Würde einfach ein bisschen länger dauern und dann kann ich Wasser reintun. Also, jetzt ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wasserhahn an. Das dauert einige Stunden. Muss ein bisschen was erledigen. Natürlich, wenn man lang vom Zuhause weg ist, lieber den Wasserhahn ausschalten. Und auch nie vergessen, es zum Beispiel über Nacht, bevor man ins Bett geht, auszumachen. Ist mir noch nie passiert, aber tagsüber habe ich schon mal vergessen. So, und hoffentlich ist mein Schlauch nicht eingefroren. Ich habe es im Gartenhaus gehabt. Sieht doch mal gut aus. Jetzt muss man nur noch warten. So, die erste dünne Eisschicht ist drauf. Natürlich nicht ausreichend, um drauf zu gehen, aber in ein paar Tagen soll es richtig knackig kalt werden. Ich freue mich schon drauf. Also Freunde, ein paar Tage später, wir hatten Schnee. Ich liebe Schnee, ist allerdings nicht so gut, wenn die Fläche nicht durchgefroren ist. Da kriegst du ein bisschen Matschepampe. Temperaturen waren so um die 0 Grad, bisschen Kälte. Jetzt, die nächsten paar Nächte, sollen knackig kalt werden. Wenn die Fläche nicht durchgefroren ist, kann man nicht drauf, um den Schnee wegzumachen, sondern es wird frieren. Alles ein bisschen rau, alles ein bisschen matschig, ein bisschen mehr Wasser drauf. Und dann wird schon.
das ein paar Mal machen, auch heute Nacht. Und denke, in ein paar Tagen werde ich auch nicht. Immer die ersten paar Schritte sind entscheidend. Schauen wir mal, was passiert. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Knackst hier und da ein bisschen, das ist eigentlich aber auch normal am Anfang beim ersten Schritt, ja, wenn ein bisschen Gewicht sich auf der Fläche verteilt, aber hey, hält, geil, ODR-Season hat begonnen. Einen letzten kleinen Tipp, falls ihr wirklich viel Gefälle habt, wie ich letztes Jahr auch benutzt habe, eine Gartenpumpe, um von der tiefsten Stelle Wasser rauszupumpen, um die Fläche nach und nach mit dem Wasser, die schon drin ist, zu bespritzen. Da kann man ein bisschen schnelleres Eis machen. Hat für mich letztes Jahr ganz gut funktioniert. Da meine Fläche dieses Jahr viel ebener ist, habe ich das nicht gebraucht. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, viele ODRs von euch diesen Winter sehen zu können. Viel Spaß da draußen und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hobby School. What I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want.